Ausgangsreise in einer Stunde. Warte, ich muss jetzt filmen, das ist ja noch. Also, nochmal langsam. Mit neuem Boot nach Schlögen. Was erwartet dich in diesem Bootsvideo? Die erste Übernachtungsfahrt nach Schlögen, warum die 555 Cabin Alea heißt, Einblicke ins Schleusen und viel Spaß beim Bootfahren am Wasser. Los geht's! Heute geht's mit der Alea, das ist mein neuer D-Cruiser, nach Schlögen. Schauen wir, wie die Reise verläuft und wie das Übernachten klappt in der neuen Kabine. Im Mai 2023 habe ich mein neues Boot, eine Quicksilver Active 555 Cabin, bekommen. Ein Boot, auf dem ich geschützt in der Kabine übernachten kann. Und ein Boot, das trotzdem noch leicht mit einem Einachsanhänger getrailert werden kann. 12 Tage nach der Übergabe geht's bei Sonnenschein mit der Alea gleich ins 60 Kilometer entfernte Schlögen. Das wird die erste Fahrt mit Übernachtungstest. Wird das auch so klappen? Schauen wir mal. Flo begleitet mich mit seiner Quicksilver Active 555 Open. Die beiden Quicksilver 555 Boote sehen außen nicht nur fast gleich aus, wir fahren auch die gleiche Bootstour stromaufwärts und werden dazu 2 Schleusen passieren, bevor wir ins herrliche Freizeitparadies Schlögener Schlinge gelangen. Meiner 555 Cabin habe ich den Namen Alea gegeben. Alea kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Wärme und Schutz. Im Lateinischen steht Alea für Würfel. Auch das würfelige Camperverdeck wird so ausgezeichnet vom lateinischen Alea umschrieben, also Alea für Würfel. Im internationalen ICAO-Alphabet buchstabiert sich Alea einfach als Alpha Lima Echo Alpha. Und die ersten beiden Buchstaben sind mit Oberlängen, die zweiten ohne Oberlängen. In der Schreibschrift verläuft in der Mitte eine Spiegelachse. Das A und L werden so wie das etwas kleinere E und A geschrieben und spiegeln sich in der Wortmitte. Nun aber wieder zur Bootsfahrt. Auch Flo macht von dieser Reise einen Vlog, den Link findest du unten in der Beschreibung. Zunächst geht's vom Sportboothafen hinaus auf die Donau bei herrlichem Sonnenschein und etwas frischem Fahrtwind. Wenn's zu frisch wird, muss der Kopf etwas eingepackt werden. Spezialausrüstung für Windschutz. Die erste Schleuse beim Kraftwerk Willering-Ottensheim können wir ohne große Wartezeit zügig passieren. Mit dem Schleusenhaken lässt sich die Alea während der Bergschleusung gut sichern. Und anschließend geht's das kurze Teilstück weiter nach Aschach. Wir fahren jetzt unter der Aschachbrücke durch, der Schatten kommt sofort und hinter mir sieht man Flo, wie er gerade nachfährt. Wir fahren bei Aschach vorbei. Leider gibt's vor der Schleuse in Aschach eine längere Wartezeit, daher legen wir am Sportbootsteg der Gemeinde Aschach an. Sportboot Oscar 35878, bitte Schleuseninformationen in Aschach, Oscar 78. Schleusung in einer Stunde um 13:30 Uhr mit der Berufsschifffahrt.
Danke, Schleusung in einer Stunde, Oskar 78. Die Schleusung ist in Aschach momentan nicht möglich, wir müssen eine Stunde etwa warten. Daher haben wir uns entschieden, in Aschach, im Ort Aschach, einen kurzen Zwischenstopp zu machen. Hier findet ein Fest statt. Hier findet gerade ein Straßenfest statt. Das ist eine schöne, willkommene Abwechslung auf unserer Reise und es verkürzt die Wartezeit bis zur Schleusung. Wer in Aschach einen kurzen Zwischenstopp einlegt, kann sich hier auch gleich ein Eis gönnen. Der Sportanleger ist echt eine super Gelegenheit fürs Festmachen. Leider gibt es viel zu wenige Donaugemeinden mit einem Sportsanleger. Das ist auch eine gute Gelegenheit, das Vloggen zu probieren. Flo erstellt auch seine professionellen Videobeiträge, so macht das Bootfahren und das gleichzeitige Videoerstellen umso mehr Spaß. Aschach ist ein absolut positives Beispiel. Nicht einmal Linz hat eine so sportbootfreundliche Anlegemöglichkeit. Weil sich die Großschifffahrt der Schleuse nähert, ist es für uns also wieder Zeit, von hier abzulegen und weiter zur Schleuse hinaufzufahren. Wir sind schon bei der Schleuse angemeldet, daher geht's auch gleich flott nach der Großschifffahrt hinein in Österreichs höchste Schleuse. Heute ist echt ein schöner Bootstag, da zieht es gleich mehrere Boote hinauf Richtung Schlögener Schlinge. Jetzt befinde ich mich in der Schleuse in Aschach. Es sind einige Sportboote unterwegs und wir sehen, wie hinter uns sich diese beiden Stemmtore schließen, damit der Schleusungsvorgang starten kann. Aschach hat eine Fallhöhe von 16,87 Meter, die Länge der Kammer ist stolze 230 Meter und die Breite misst 24 Meter. Die zweithöchste Schleuse auf Österreichs Donau befindet sich in Altenwörth, also 2 Kraftwerke vor der Bundeshauptstadt Wien. Die Kammer in Altenwörth ist nur um 26 cm niedriger, das heißt die Fallhöhe beträgt dort trotzdem beachtliche 16,61 Meter. Aber wieder zurück zur Schleusung in Aschach. Wieder verläuft alles problemlos, diesmal mit mehreren Berufsschiffen und vielen Sportbooten. Nach der Ausfahrt aus der Schleuse geht's gleich ohne weitere Verzögerung stromaufwärts direkt nach Schlögen. Es brauchen ab jetzt keine Kraftwerke bzw. Schleusen mehr überwunden werden. Hier passieren wir Obermühl. In Obermühl werden wir auf unserer Rückfahrt einen kurzen Stopp einlegen. Weiter geht's stromaufwärts durch die Schlögener Schlinge. Am Plotter kann man die beeindruckende 180 Grad Windung des Donaustroms gut erkennen. Hinter der S-Kurve müsste man die Marina bald sehen. Und die Hafeneinfahrt von Schlögen ist jetzt in Sicht. Die Marina in Schlögen bietet viel Platz für kleine und große Schiffe. Perfekt ist auch die Wassertankstelle, so spart man sich das Schleppen der Kanister. Danke auch an Flo, der bereits zuvor für uns 2 Liegeplätze beim Askö reserviert hat. Wir wurden bereits erwartet und freundlich aufgenommen. Die beiden Quiksilber 555 Boote liegen perfekt am Steg und das Wasser im ruhigen Hafen lädt zum Verweilen ein.
Eine kleine Wanderung hinauf zum Schlögener Blick darf natürlich auch nicht fehlen. Die halbe Stunde Fußmarsch mit teils doch steilem Anstieg lohnt sich jedenfalls. Kurz vor dem Ausblick geht's überraschend wieder bergab und damit viel flotter und mit traumhafter Waldkulisse zum Aussichtspunkt über die 180-Grad-Schlinge, die der Schlögener Schlinge treffenderweise auch ihren Namen verleiht. Von hier aus hat man einen Traumausblick auf die Donau. Die Mühen des Aufstiegs sind sofort vergessen und die Aussichtsplattform lädt wirklich zum Genießen der Szenerie ein. Fast möchte man gar nicht mehr nach unten aufbrechen. Es ist einfach ein Genuss, die Landschaft zu beobachten, und der Sonnenuntergang hinterlässt fast den Eindruck, dass die Zeit stehen zu bleiben scheint. Irgendwann kommt der Augenblick des Aufbruchs und es ging wieder hinunter in den Hafen zum Boot und die erste Bootsübernachtung auf der neuen Alea. Am nächsten Morgen. Und tatsächlich, ich habe ausgezeichnet in der neuen 555 Cabin übernachtet. Das Frühstück am Boot lässt sich ebenfalls perfekt genießen. Anschließend geht's voll betankt wieder zurück nach Linz. Zuvor wird noch Obermühl angesteuert. Hier warten wir auf Martin und Julia, die uns noch auf ihrem Sportboot eine Runde mitnehmen. Anschließend geht's mit 3 Booten zurück nach Linz. Ein traumhafter Ausflug mit Übernachtung am Boot neigt sich dem Ende zu. Alea hat bewiesen, dass sie Schutz und Wärme bietet. Viele neue Bootsabenteuer stehen also jetzt bevor. Ich freue mich schon drauf. Damit du nichts verpasst, abonniere meinen Kanal und lass ein Like da. Auch über jeden Kommentar freue ich mich. Also dann, bis zum nächsten Video.